Ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie einfach der Umstieg vom Blue Copy Server auf dem EPOS Server vonstatten geht. Ich habe mich hier mal auf meinem Windows EPOS Server eingeloggt. Sie sehen, Copy Service Control ist gestartet. Das entsprechende System läuft. Verbindung geht über HTTPS 443 der Port und eben Blue Clone und Blue Copy habe ich im Einsatz. Schauen wir mal, was auf dem System eben alles läuft oder jetzt auch konfiguriert ist. Ich melde mich hier mal an mit entsprechend meinem User. Ich habe den Update-Check aktiv und bekomme natürlich die Meldung, dass der Blue Copy Server eben schon eine ältere Version ist, dass es da eine neue Version gibt und auch die GUI, dass die schon etwas älter ist und ich da ein Update zur Verfügung habe. Ich könnte jetzt eben hier über diesen Download-Button, ich war da schon angemeldet, eben entsprechend auf die Seite gehen und dann die Pakete runterladen. Die Pakete habe ich bereits schon auf meinem Server laufen. Schauen wir kurz. Wie gesagt, hier sind einige Sachen schon eben auch gelaufen auf diesem Blue Copy Server, auch Blue Clone, also das heißt Sandboxen sind erstellt worden. Auch hier gibt es entsprechende Jobs. Weit so gut, wollen wir uns dem Update widmen. Das heißt, wir müssen uns hier abmelden. Offene Jobs gab es keine mehr. Wir müssen den Blue Copy Server stoppen und schließen auch den Blue Copy Service Controller. Können wir ja wieder gleich starten. Gehen wir mal in das Verzeichnis, wo ich meine Softwarepakete abgelegt habe. Ich habe hier ein MSI-Paket für den Server. Heißt, das starte ich jetzt mal. Wir sehen schon, hier steht überall schon EPOS-Server, was jetzt auch installiert wird. Der Setup Wizard checkt ein paar Sachen im Hintergrund ab, bezüglich Plattenplatz und so weiter. Ich gebe jetzt hier mit rein. Es wurde auf dem System eben entdeckt, dass es bereits eine Blue Copy Installation gab, die eben in dem Root-Verzeichnis oder Basisverzeichnis D-User Sub Blue Copy installiert wurde. Da will ich natürlich auch mein Update oder meinen EPOS-Server rein installieren, damit ich halt meine komplette Konfiguration und auch meine Jobs und so weiter mit übernehme. Ich gehe jetzt dann hier mal auf Weiter, klickt mich durch den Wizard durch. Service-Account habe ich hier Local System verwendet, keinen eigenen User und sagt, bitte installiere mir das Ganze. Das erste, was wir gleich sehen werden, ist, dass dieser Blue Copy Service Controller verschwinden wird. Er wird eben deinstalliert. Dafür wird jetzt eben ein EPOS Service Controller installiert. Außer dem neuen Namen kein neues Aussehen hat. Den man wird hierhin. Nach der Installation wird man gleich gefragt, ob wir den entsprechenden Service Controller starten wollen. Wir sagen mal ja. Der Start uns das. Also wie gesagt, das hätte ich auch mit einem Doppelklick auf den Service Controller machen können. Was jetzt hier eben auffällig oder das Einzige, was neu dabei ist, es gibt hier jetzt eben auch eine Einstellung EPOS oder einen Jobtypen EPOS. Blue System Copy und Blue Clone hatte ich vorher auch schon. Heißt, das will ich jetzt auf alle Fälle haben. Und dann starte ich den Dienst. Zertifikate und so weiter, das ist alles übernommen worden, was vorher auch konfiguriert war. Wenn ich jetzt in das Serverlog mit reingehe, sehe ich, dass eben entsprechend die Konfiguration durchgegangen ist und der Server jetzt up and running ist. Hier sehe ich noch, dass ich keine valide EPOS-Server-Lizenz im Stand jetzt habe. Das heißt, EPOS habe ich nicht lizenziert Stand jetzt und kann das eben auch nicht nutzen. Was ich sehr wohl nutzen kann, ist halt den Zugriff per WebUI. Das heißt, wenn ich jetzt hier eben hergehe und bei mir geht die Namensauflösung nicht, aber ich kann hier, geht deswegen auf Localhost, ich bin ja auf der gleichen Maschine mit dem Browser, kann ich hier mich an der Maschine anmelden. Und bin jetzt schon in der Web-Oberfläche mit drin, kann hier auf Blue Copy gehen, sehe dann entsprechend auch meine ganzen Jobs, die ich vorher eben auch hatte und kann hier mit Customizen eben entsprechend in die Jobs mit reingehen und mir das anpassen. Neues Feature, was noch ein Vorteil ist, wenn Sie jetzt auf EPOS-Server gehen, dieser neue Tab hier mit den Subtasks, da geht es um Processing-Reports, die vordefiniert sind, wo Sie relativ einfach hier Ihr Customizing mit vornehmen können. Sie können hier vorgeben, welchem Client das gemacht werden soll und können einfache Konfigurationen machen. Sie brauchen keine eigenen Sub-User-Exits mit eintragen und sich auch über die Konfiguration Gedanken machen. Ja, das war's jetzt schon mal alles, wenn man eben entsprechend das Update von Blue Copy Server auf den EPOS Server macht.
Will man dann die volle Funktionalität von EPOS-Server nutzen, hat sie entsprechend mit uns einen Test vereinbart oder eben eine Lizenz gekauft, ist es wie immer, entsprechend die Lizenz einspielen, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Ich habe hier mal eine hinterlegt, sagen wir hier Upload. Damit ist die eingespielt. Was jetzt nur erfolgen muss, ist, dass wir einmal den Server durchstarten. Sie sehen jetzt, dass er eben die Lizenz gefunden hat. Hier sagt er eben, EPOS-Server Lizenzfile wird benutzt. Heißt auch, wenn wir jetzt in unsere Web-UI gehen, müssen wir uns nochmal neu anmelden. Klar, der Dienst wurde hier gestoppt. Und Sie sehen, Sie haben die volle Funktionalität von dem EPOS-Server mit dabei. Das ist das ganze Geheimnis, wenn Sie Copy-Server auf den EPOS-Server umstellen wollen.